So, willkommen zurück. Ich habe mich ein bisschen beruhigt. Ich habe mir noch eine Jacke angezogen. Ja, da gehen wir nicht wieder hin. Jetzt ruckelt es ein bisschen. Mal kurz auf den Desktop. Genau, ich weiß warum. Schwupps. So, willkommen zurück. Ich habe mich ein bisschen beruhigt. Habe den Sound ein bisschen runtergedreht. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt besser hören. Ich kann das Mikro aber auch einfach ein bisschen näher holen. Und ja, da hinten ist Stillstand. Wir gehen mal weiter. In das Häuschen gehen wir nicht wieder hin. Alter. Come back. Catch me, Mom. Naja. Oh Gott. Mommy needs to see you, Callum. Das ist, wenn ich das mal so erwähnen darf, voll das Monster. Ich will gar nicht hören, was diese Lautsprecher sagen. Nö, nö. Was zum Geier. Ich bin mir total sicher. Callum, stay where you are. Constant crashes and 80s music. I guess it floats someone's boat. Ja, weiß nicht. Aber im Ernst? Ich fand Autos gut, aber schon total doof. Bumper Cars. Was ist denn der Eingang? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Was bist du? Boah, mir läuft schon wieder eiskalt in den Rücken runter. Come out, sweetie. Which way? Callum, tell Mommy where you are. This way, Mommy. Da ist schon wieder Licht. I'm not playing anymore, Callum. Follow the trail. Callum, where are you? Ich will dieses verfickte Auto nicht fahren. Wir laufen nicht da unten runter. Ich will das nicht. Right bumper car. Right. Okay. Accident report. Francis, employer's name, Francis Dufresne. 25th October 1976. Job titles and departments. Laborers working on the crane. Blah blah blah. Brief description of the accident or incident. During the transport of the bumper cars into the arena, one of the strapping attached to the load of the truck came untied, causing a cascade of bumper cars onto Francis, who was standing directing the driver. Francis was crushed by the weight of the cars. Describe any injuries caused. Francis was killed. Okay. Also, wir werden natürlich auch den gleich sehen, der wird gleich vor uns stehen. Also, Francis ist getötet worden. Supervisor comments, Dexter, the truck driver, claimed to have seen someone on the back of the loader and doing the straps. Nobody else reported seeing that. The sheriff has requested that Dexter provide them with urine
samples of natürlich, weil die alle direkt voll sind. Oder Junkies. Double checking of the jumping in transit mandatory. And not really for our drive. Das ist natürlich irgendwie eine einfache. Local neighbors are very suspicious, and this hasn't helped. Some of them are refusing to return work until we have someone from the local church walk the park and exorcise the bad spirits. Also, nachdem Francis von ein paar Bumper Cars, von den Autos halt erschlagen worden ist, die, wie der Fahrer sagte, dass sich dort halt eine von diesen Gurten, die sie befestigt haben, gelöst worden ist von jemandem, der da rumgeturnt ist, auf dem Truck, möchten jetzt die anderen Mitarbeiter nicht mehr weiter hier arbeiten, bis also ein Priester hier einen Exorzismus vollzogen hat. Und jetzt werden wir uns erschrecken. Nicht so schlimm wie beim letzten Mal, aber ich habe überall Gänsehaut. Alter Scheiß. Stay where you are! Really? Callum? Callum! It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word. Just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. Okay, also da ist ja einiges richtig im Argen. Die Geräusche im Hintergrund werden nicht besser. Callum, tell Mommy where you are. Ja, das ist jetzt alles Riesenrand. Wenn wir uns von hinten nähern. Continually delayed by the incompetence of the builders. The problem is that they are locals, and so they believe a lot of the rumors about what old man Henderson used to do here. They grew up on those tales. Every time a bolt comes loose or a wrench goes missing, those fools are crossing themselves against black magic. Of course, that is why I chose this site over all of the other potentials. Solomon Island is a nexus for dark energies, and the thought of all that power just dissipating beneath the earth here. It makes my skin crawl. Ja, mine auch. I called in a few favors back in Brooklyn and got someone at the local academy to see if they had any interesting books about local history. Turns out they do, and it turns out that old man Henderson has some pretty strong connections to the Brooklyn crowd. Perhaps something he wrote will help me find the piece of the plans that I am missing. Also,
Leute bleiben misstrauisch, bekreuzigen sich, wenn immer irgendwas verloren geht oder was schief geht. Und er glaubt da immer noch nicht so dran. Aber so langsam macht ihn so das Ganze, was er selber auch jetzt, wo er hier ist, fühlt, macht es ihn eben auch misstrauisch. Ja, verständlicherweise. Ich will da nicht mitfahren, ehrlich nicht. Callum, where did you go? Ehrlich nicht, das wird total schrecklich werden und super gruselig und oh Gott. So they are going to close this place down. Doesn't surprise me. State inspection report. Inspection date September 22nd in 1980. Inspection result unsafe. Close the park. Inspector's comments. After touring the park, riding the rides, and viewing the startling numbers of incidents suffered here in the park, it is this inspector's opinion that Atlantic Island Park should be shut down until Nathaniel Winter complies with all safety regulations. While I understand that there is a sensitive political relationship between Mr. Winter and the senator, I nevertheless suggest that such political considerations be set aside in the condemning Atlantic Island Park. The rides at first glance appear well constructed and maintained, but the sheer number of incidents in the park during the last few years and during construction led me to believe that there is something wrong at the base level of construction, and we should close the park and fully investigate these flaws. To wit, here is a partial list of fatalities in the park since opening only 2 years ago. Family of 3 killed when a roller coaster cart derailed. 14 separate incidents of broken bones and crushed ribs while riding the Octotron. 3 suicides from the top of the Ferris wheel. Oh. A child seriously injured in the escalator. Over a dozen children reported missing in the House of Horrors since its construction. What the... One report of drowning in the Tunnel of Tales. The sheer volume of incidents means that this is my strongest recommendation that Atlantic Island Park be closed immediately. Signed, David Walseth. Also, da gab es eine Sicherheitsinspektion und zwar auf den ersten Blick wird alles ganz okay und ordentlich und keine Ahnung, als würde man sich hier gut drum kümmern, natürlich. Aber dann guckt er sich halt an, was alles so passiert ist in den letzten 2 Jahren. Und also um das mal kurz aufzuzählen, was einfach nur mal, und das ist nur das sind nur Auszüge aus der Liste eben der Unfälle, die es in dem Park gab. Also eine 3-köpfige Familie ist eben umgebracht worden, als ein Wagen, von einer Achterbahnwagen eben entgleist ist. Es gab 14 verschiedene Unfälle oder Fälle von gebrochenen Knochen oder Rippen, während der Octotron geritten wurde. Ja, der wurde geritten, während der gefahren wurde. Es gab 3, nun ja, Selbstmorde hier vom Riesenrad. Ein Kind hat sich auf der Rolltreppe ernsthaft verletzt. Und jetzt kommt der... Mehr als 12 Kinder sind vermisst gemeldet worden in dem House of Horrors, seit es gebaut worden ist. Vermisst? Ernsthaft? Und dann gibt es noch eine Geschichte von jemandem, der in dem Tunnel of Tales ertrunken ist. Und das führt halt alles zu der sehr intensiven und doch eindringlichen Empfehlung, den Park einfach zu schließen und erstmal herauszufinden, wo denn hier das Problem liegt, dass solche Dinge überhaupt passieren können. Ja. Wahnsinn. Where are you? Callum! Ich will nicht. Ernsthaft.
Ich habe mir keine Uhr bestellt. Shit. Wir sind gefasst. Wir wissen ja schon, dass was Schlimmes passieren wird. Na, wir wissen das schon. Wir werden was Gruseliges sehen, oder sterben, oder die Aussicht ist hip. People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Da kommt wieder das Geräusch. Da steht jemand drin. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Da steht jemand in dem... Holy shit, da stand jemand drin. Don't be afraid. Don't be afraid. Oh mein Gott, ich habe schon wieder Gänsehaut. Da stand jemand drin. Da bin ich echt im Moment nicht für... Oh Mann. Okay, ich muss mal eben kurz gucken, wie lange und so. Okay, ich mache jetzt noch eine Abmoderation, weil ich mache einen Cut hier an der Stelle. Es ist ein bisschen kürzer als sonst, aber bevor ich jetzt wieder in irgendeine life-threatening Situation komme. Sie hat, wer das eben nicht richtig verstanden hat, sie kommt aus einer schlimmen Familie, die Mutter weggelaufen, der Vater Trinker, hat wirklich offensichtlich eine wirklich scheiß Kindheit gehabt, trifft dann, hat einen Putzjob irgendwie im Diner um die Ecke, vielleicht hat sie auch wirklich mehr gemacht, aber hat eben da jetzt gerade an den Tag geputzt, als sie ihren Callums Vater kennengelernt hat. Scheint endlich im Leben mal Glück zu haben und dann stirbt er, um dieses Riesenrad zu bauen. Und ja, damit war ihr Märchen halt zu Ende und der Traum darauf, ein schönes Leben irgendwann führen zu können. Ja, nicht gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Da stand einfach scheiß Typ in diesem Häuschen. Ich meine, klar, irgendjemand muss ja dieses Dings sie bedienen. Aber da stand ein Typ in einem schwarzen Mantel drin. Oh mein Gott. Ja, ich höre schon wieder die Lautsprecher. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zusehen. Und dann erschrecke ich mich bestimmt auch wieder mehr als diesmal. Bestimmt. Macht's gut.